Good evening again, ladies and gentlemen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Welcome to our studies of the ancient Near East. Ich heiße Sie willkommen zu unseren Studien über die Antike im Nahen Osten. The last 2 centuries have been great centuries of exploration. Die letzten 2 Jahrhunderte sind Entdeckungsjahrhunderte gewesen. Many of those explorations have been led by archaeologists going to the Near East. Vieles davon ist von Archäologen entdeckt worden, die in den Nahen Osten gegangen sind. And in this way, the past of the ancient world has been opened before us. Und so hat sich die Vergangenheit der Antike vor unseren Augen geöffnet. Modern study of the ancient Near East actually started with Napoleon. Die modernen Studien der Antike haben im Grunde genommen, können wir sagen, mit Napoleon angefangen. In 1798, he invaded Egypt, 1798 ist er nach Ägypten einmarschiert, conquered the land very quickly, hat das Land sehr rasch eingenommen and with him he took a group of scholars. und dann hat er eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern mit sich genommen. And those scholars went up and down the Nile Valley. Und die sind nun am Nil entlang gereist, They copied inscriptions, haben dort Inschriften kopiert, they drew tombs, haben Gräber abgezeichnet, they put archaeological plans of temples, haben Pläne von Tempeln aufgemalt. and all this they took back to France Und all das haben sie zurück nach Frankreich gebracht and published in a series of volumes. und dann in einer Reihe von Bänden veröffentlicht. Mesopotamia opened a little later. Mesopotamien wurde eine Zeit später eröffnet. 1842 was the date that marked that opening. Und zwar im Jahre 1842 könnte man den Schnittpunkt dafür setzen. There was a French physician by the name of Paul-Émile Botta. Es gab einen französischen Arzt, der hieß Paul-Émile Botta. He was working in the city of Mosul in the north of Iraq. Er arbeitete im Norden des Irak, in Mosul. He was a physician who worked for the Turkish Pasha who governed the land at that time. Und zwar arbeitete er als Leibarzt für den türkischen Pascha. Mosul is on the west bank of the Tigris River. Nun liegt Mosul an der Westbank des Tigris. And as he looked across the Tigris River, he saw these ruined mounds. Und als er über den Tigris schaute, dann sah er dort diese Berge von Ruinen. He knew an ancient city was there, Er wusste, da gibt es eine antike Stadt, but he didn't know which one. aber welche? But he thought it was Nineveh. Sein Gedanke war, das wird wohl Ninive sein. A knowledge of the location of Nineveh had been lost. Die Kenntnis, wo Ninive wirklich gelegen hat, war verloren gegangen. Well, he went across the river, Und so überquerte er den Fluss, started digging, fing an auszugraben, didn't find anything. aber fand nichts. But while he was digging, a man came from a nearby village. Während er aber dort grub, kam ein Mann aus einem Dorf in der Nähe vorbei And he said, if you're looking for ancient things, und sagte, wenn Sie nach alten Sachen suchen, there are plenty sticking out of the ground where I live. davon gibt es Mengen, die ragen aus dem Grund heraus, dort wo ich wohne. So he went over there and started digging. So ist er dorthin gegangen, hat dort gegraben. He didn't find Nineveh, Er hat nicht Ninive gefunden, but he found the capital city of the Assyrian king Sargon. aber er hat die Hauptstadt des assyrischen Königs Sargon gefunden. And that's how the modern archaeology of Iraq began. Und so fing die moderne Archäologie des Irak an. But tonight we're interested in a city farther south. Heute Abend aber soll es uns um eine Stadt, die mehr im Süden liegt, gehen. If you take the Euphrates River down the valley, Wenn man den Euphrat hinunterfährt, eventually you come to Babylon. landet man am Ende in Babylon. A knowledge of the location of Babylon was never lost. Wo Babylon lag, ist vom Kenntnisstand her nie verloren gegangen. But the question was, when was it really going to be excavated? Aber die Frage war, wann wird das mal jemand ausgraben? It was a German archaeologist who did it. Ein deutscher Archäologe hat es dann getan. His name was Robert Koldewey. Er hieß Robert Koldewey. He worked there for 10 years. 10 Jahre hat er dort gearbeitet. This was the heroic age of archaeology. Das waren noch die Helden der Archäologie damals. In modern archaeology today, Heutzutage machen das Archäologen anders. the archaeologist gets on a plane, flies to the Middle East, and works for 6 weeks. Die steigen ins Flugzeug, fliegen in den Nahen Osten, arbeiten dort 6 Wochen At the end of his 6-week season, he flies back home. und nach den 6 Wochen fliegen sie wieder nach Hause. But Professor Koldewey lived there for 10 years. Aber Professor Koldewey ist dort quasi hin umgezogen. 10 Jahre hat er dort gewohnt. He built a house and lived in that house. Hat ein Haus gebaut, da drin gewohnt And his staff lived there with him. und seine Mitarbeiter wohnten auch dort. So he excavated for 10 years. 10 Jahre lang also hat er ausgegraben. And his excavation stopped because of the beginning of World War I. Und dann war damit Schluss, weil der Erste Weltkrieg begann. We will see
both on the screen and in the museums of Germany, the results of his excavations. Ergebnisse seiner Funde werden wir sowohl auf der Leinwand als auch in den Museen in Deutschland kann man sie sehen. Now, if you want to go to some particular location, Jetzt wollen wir an einen bestimmten Ort gehen you have to know how to get there. und man muss wissen, wie man dorthin kommt. And for that, you need a map. Da braucht man eine Karte. When you get to a big city like Nuremberg, Wenn man in eine große Stadt wie Nürnberg kommt, you need a map to get around the streets. dann braucht man eine Karte, um sich in den Straßen zurechtzufinden. And so we're going to start with a map tonight. Und so fangen wir mit einer Karte an. And we're going to study the layout of the city of Babylon, Schauen wir uns mal an, wie Babylon angelegt war. as it was uncovered by Robert Koldewey. Und zwar so, wie es von Robert Koldewey ausgegraben So wurde. I call your attention to the screen, Schauen wir einmal auf die Leinwand. and you can see the map. Da sieht man eine Karte. If you'll notice an area marked the inner city, a square in the middle of the slide. Ungefähr in der Mitte des Bildes sieht man einen Bereich, der mit Inner City beschrieben ist. That's Old Babylon, Das ist das alte Babylon. a Babylon that goes back to before 2000 BC. Und zwar ein Babylon, das zurückgeht bis in das Jahr 2000 vor Christus. Now, the dark line you see from the top of the slide to the bottom of the slide, Die dunkle Linie, die man von oben nach unten auf dem Bild verlaufen sieht, that's the Euphrates River. ist der Euphrat. And you can see the Euphrates River has changed its course Wenn man es vergleicht, man sieht jetzt, dass der Euphrat heutzutage etwas anders fließt. so that it now runs farther west than it did before. Denn er liegt jetzt weiter westlich, als er damals lag. You'll also notice there was a western quarter on the other side of the river. Man sieht auch, dass die Stadt sich jenseits des Flusses nach Westen hin ausdehnte. That was built by Nebuchadnezzar. Das ist von Nebukadnezar gebaut worden. This is Nebuchadnezzar II. Und zwar Nebukadnezar II. He came to the throne of Babylon in 605 BC. Er bestieg den Thron von Babylon im Jahre 605 vor Christus. He ruled there for 43 years. 43 Jahre lang hat er regiert. So during those 43 years, he had time to do a lot of building. Und während dieser 43 Jahre hatte er sehr viel Zeit, Bauarbeiten zu erledigen. So he built this new western section of the city. So hat er also diese Weststadt gebaut. And he added to the eastern city with this long wall. Und er hat auch der Oststadt hinzugefügt, man sieht es an der langen Mauer. The inner city is about 1.5 kilometers in length on each wall. Die innere City, die innere Stadt ist ungefähr 1,5 Kilometer an jeder Mauer lang. The outer wall that Nebuchadnezzar added is more than 10 kilometers long. Die äußere Mauer, die Nebukadnezar hinzugefügt hat, ist ungefähr 10 Kilometer lang. And you will notice in the far north, he built his own summer palace. Ganz im Norden können Sie es vielleicht erkennen, da baute er seinen eigenen Sommerpalast. Now, the main palace is in the northwestern quarter of the inner square. Der Hauptpalast ist in der Nordostecke im inneren Bereich. And just below that is the great temple area. Der Nordwestecke, Entschuldigung. Und darunter ist der Tempelbereich. There were 9 gates to the city of Babylon, Babylon hatte 9 Tore. each one of them named for a god of the Babylonians. Jedes war nach einem Gott der Babylonier benannt. There were 12 major temples in the city, Sie hatten 12 Haupttempel in der Stadt, 50 minor chapels in different parts of the city. 50 kleinere Kapellen in verschiedenen Bereichen der Stadt verteilt. But the main temple area had 3 main objects within it. Aber der Haupttempelbereich hatte 3 Hauptzentren in sich. It had the temple tower. Da gab es den Tempelturm, We will see a model of that. ein Modell sehen wir dann noch. It had the great temple of Marduk. Da war der große Tempel Marduk. We will see the archaeologist's plan of that temple. Da sehen wir den Plan, den die Archäologen gezeichnet haben. And a third major temple just south of Marduk's temple. Und dann einen dritten großen Tempel südlich des Marduk-Tempels. So the gate that we especially want to concentrate on is just to the right of the palace. Das Tor, um das es uns hauptsächlich gehen soll, ist gleich rechts vom Palast entfernt. It's the gate that was named for the goddess Ishtar. Und zwar ist das Tor, das nach der Göttin Ishtar benannt worden ist. She was the goddess of love and war. Sie war die Göttin der Liebe und des Krieges. That's a very interesting combination. Eine sehr interessante Kombination. All right, let's see what we can find out about Babylon. Was können wir noch über Babylon zunächst herausfinden? Here's a map, Das ist auch eine Karte, not a map of Babylon, nicht eine von Babylon, but a map of the world, sondern eine Weltkarte. as the Babylonians conceived of it. So wie die Babylonier sie sich vorstellten, die Welt. You'll notice there's a circle. Man sieht einen Kreis. They understood the earth as being a flat
circle. Und zwar dachten sie, die Welt als eine Scheibe. Around the edge of that circle there was a river or a sea. Und um diesen Kreis dachten sie, sei ein Fluss oder ein See. And beyond that there were kind of star-like projections. Und nach außen sind dann so wie Sternenspitzen gestreckt. But in the middle of this disk was the Euphrates River. In der Mitte dieser Scheibe lief für sie der Euphrat. And in the middle of the course of the Euphrates River was the city of Babylon. Und genau in der Mitte davon wieder lag für sie Babylon. It's the round dot that you see right in the very center of the circle. Der runde Punkt, den Sie vielleicht in der Mitte der Scheibe sehen können, das war Babylon. So they conceived of their city as being the center of the world. So dachten sie also, ihre Stadt ist das Zentrum der Welt. Well, we have other examples of that. Es gibt auch andere Beispiele für solche Denkweise. The Romans thought that Rome was the center of the world. Die Römer dachten, Rom ist der Mittelpunkt der Welt. So this is an ego disease which goes far back into the past. Das ist also eine Art Ego-Krankheit, die sich weit zurück in die Vergangenheit schon erstreckt. There's a text at the bottom. Am unteren Rande sehen Sie einen Text It's written in cuneiform writing in Keilschrift. with the Babylonian language, So schrieben die Babylonier. and it comes from the 7th century BC. Das stammt aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. But in the text it tells us how old they thought this map was. Und in dem Text schreiben sie, wie sie dachten, wie alt diese Karte sei. They thought it went back to the time of a king named Sargon. Sie dachten, diese Karte geht zurück in die Zeit eines Königs, den mit Namen Sargon. This is Sargon the First, Und zwar Sargon der Erste. and he lived in the late 3rd millennium BC. Der lebte Ende des 3. Jahrtausends vor Christus. So this conception of the world is a very old one. So kann man davon ausgehen, dass diese Vorstellung der Welt ziemlich alt ist. The excavator has found out that the inner city of Babylon was very old. Der Ausgräber hat festgestellt, dass der innere Bereich von Babylon sehr alt ist. Goes back to a time before 2000 BC. Und zwar zurückreichend eine Zeit, die noch vor 2000 vor Christus liegt. Here's an early biblical text, Hier haben wir einen frühen biblischen Text chapter 10 of 1 Moses, aus 1. Mose Kapitel 10, which tells us that Babylon was built at this very early time. wo uns gesagt wird, dass Babylon schon in sehr früher Zeit gegründet wurde. Here's a better look at that map, Hier haben wir eine Abstraktion der Karte, die wir eben gesehen haben. and you can see it more clearly than you could with the tablet itself. Man sieht jetzt etwas deutlicher, als man es auf der Keilschrifttafel sehen konnte. So here's the round disk of the world, So haben wir also nochmal die Weltscheibe and here are the 7 star-like projections around mit it, diesen 7 Sternenstrahlen nach außen and the Euphrates River down the middle, und der Euphrat, der durch die Mitte fließt, and the city of Babylon sitting right in the middle of that, where that river runs. die Stadt Babylon genau in der Mitte. So this is Babylon as the center of the world. Babylon also als das Zentrum der Welt. We have another early text in the Bible, Wir haben einen anderen frühen Text in der Bibel, which tells about their early type of construction. der uns über die frühe Bauweise berichtet. They built with bricks, Es wurden Ziegel benutzt and they built a big tower. und ein großer Turm gebaut. So we hear about the Tower of Babylon. Man hört also vom Turm von Babylon. That tower does not exist today. Den Turm gibt es nicht mehr. The story about its destruction comes from the time of Alexander the Great. Die Geschichte der Zerstörung dieses Turmes geht zurück in die Zeit von Alexander dem Großen. He marched into the Near East, Er ist in den Nahen Osten einmarschiert and when he came to Babylon, this tower was broken down in pieces. und als er zu diesem Turm kam, war das schon eine Ruine. So he wanted to rebuild it. Darum wollte er ihn wiederherstellen He told his engineers to remove the bricks that were there, und sagte seinen Bauleuten, die Steine müssen da weg. and you can still see some of those brick piles of where they had moved the bricks to. Man kann bis heute noch die Stellen sehen, wo sie die Steine hingeschafft haben. And he said, "We will build this when I come back." Und er sagt, wenn ich zurückkomme, dann werde ich diesen Turm wieder aufbauen lassen. So he campaigned farther east, Nun ist er also weiter gen Osten gezogen, all the way to the Indus River of northwestern India. bis zum Indus in Nordwestindien. Then he came back to Babylon, Dann ist er umgekehrt und wieder nach Babylon zurückgekommen and he was going to start the project of rebuilding this tower, und wollte diesen Turm wieder aufbauen. but he died while he was there in Babylon, Aber während seines Aufenthalts in Babylon ist Alexander der Große gestorben. just 33 years of age. Er war nur 33 Jahre alt geworden. So all you see of this tower today
Was man nun heute also von diesem Turm noch sehen kann, is just the flat platform where it used to be. ist einfach, sagen wir, das Fundament, die Plattform, wo er gestanden hat. The walls of Babylon were very strong. Die Mauern von Babylon waren sehr stark. Here you can see plans of those walls. Wir haben hier Pläne dieser Mauern. The upper two walls are from the inner city, Schematische Darstellungen. Oben sind Mauern der inneren Stadt and the three walls at the bottom represent the wall, the outer wall of the city. und unten haben wir Darstellungen der äußeren Stadtmauern. You can see these walls are multiple. Man sieht, dass es mehrere Mauern waren, Each one was about 4 to 5 meters thick jede ungefähr 4 bis 5 Meter stark and about 8 to 10 meters tall. und etwa 8 bis 10 Meter hoch. The Greek historian Herodotus gave us some dimensions of these walls, Der griechische Geschichtsschreiber Herodot hat uns einige Maßangaben zu diesen Mauern überliefert, but his dimensions are exaggerated. aber seine Angaben sind übertrieben. The excavations show that the walls were not as big as Herodotus recorded. Die Ausgrabungen haben gezeigt, dass die Mauern doch nicht so gewaltig waren, wie Herodot es überliefert hat. But they were still very large and very thick. Dennoch, sie sind sehr hoch und sehr dick. And any enemy that attacked Babylon would have to pass through 5 of these walls. Und jeder Feind, der Babylon angreifen und einnehmen wollte, musste diese 5 Mauern überwinden. The book of Daniel tells about the night that Babylon fell to the Persians. Im Buch Daniel lesen wir über die Nacht, als Babylon den Persern anheimfiel. The king held a big banquet in the city. Da feierte der König ein großes Fest in der Stadt. Isn't this strange for a king to do that? Das ist doch merkwürdig für einen König, so etwas zu machen. Here's the Persian army outside your city walls, Da ist außerhalb der Stadtmauer die persische Armee and you're holding a big party in the palace? und innen wird gefeiert. He felt secure. Er fühlte sich einfach He sicher. felt safe enough to have a party. Er fühlte sich so sicher, dass er eine Party feierte. He wasn't worrying about the Persians breaking through these 5 walls. Es interessierte ihn gar nicht, dass die Perser versuchen könnten, die 5 Mauern zu durchdringen. We will look at the text from Cyrus at the end of the lecture. Wir werden am Ende unseres Vortrags auf einen Text von Cyrus oder Kyros kommen. This is the text that tells about the fall of Babylon to the Persians. Der erzählt uns dann von dem Fall Babylons an die Perser. Here's an artist's conception of the city of Babylon. Hier haben wir die Darstellung, die ein Künstler einmal versucht hat, wie man sich Babylon vorstellen kann. It's quite accurate to the archaeological finding. Was er hier gemalt hat, deckt sich ziemlich mit dem, was man ausgegraben hat. Along the bottom, you will see the Euphrates River. Man sieht weiter unten im Bild den Euphrat. You can see a boat sailing on the river. Man sieht ein Boot, was auf dem Fluss schwimmt. On this side, below the river, is the western quarter of the city. Und auf unserer Seite gewissermaßen von dem Fluss ist der Teil der Weststadt. They had a bridge that crossed the river. Eine Brücke überquerte den Fluss. The bridge connected the eastern city and the western city. Sie überspannte ihn, um die Ost- und die Weststadt miteinander zu verbinden. On the other side of the river, you see the great temple tower. Auf der anderen Seite sieht man den großen Tempelturm, That's the one on the left. links. And on the right, you see the great temple of Marduk. Und rechts in das Bild hineinragen sieht man den großen Marduk-Tempel. Marduk was the city god of Babylon. Es war der Stadtgott Babylons. He was the national god of Babylon. Er war zur gleichen Zeit Nationalgott der Babylonier. And he was the personal god of Nebuchadnezzar. Und er war der persönliche Gott des Nebukadnezar. So he had first place in the Babylonian pantheon. Das heißt also, er rangierte ganz oben am Götterhimmel der Babylonier. Now, beyond those 2 temples, Die anderen beiden Tempel, you see the city of Babylon stretching out to the, Und- to the east. dann sieht man noch, wie die Stadt sich gen Osten streckt. And if you look hard, you may see the inner wall. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch die innere Stadtmauer And if you look even harder, you may see the outer wall. und ganz hinten dann auch die äußere Stadtmauer. The space between the inner wall and the outer wall were not completely built up in Nebuchadnezzar's time. Der Raum zwischen der inneren und der äußeren Stadtmauer war nicht mit Bauwerken vollständig erfüllt zu der Zeit des Nebukadnezar. There were many square kilometers of area in that space. Es gab viele freie Quadratkilometer in diesem Raum. Some of it was left open. Manches wurde einfach offen gelassen. When the Babylonian army would return from a campaign, Wenn dann die babylonische Armee von einem Feldzug zurückkehrte, they would park their chariots in that space between the inner and outer wall. dann haben sie ihre Kampfwagen in diesen freien Flächen geparkt. Now, the temple tower is on the left. Der Tempelturm, den haben wir auf der linken Seite. This was an artificial mountain. Das war quasi ein künstlicher Berg. It was solid. There was no empty rooms within it. Der war massiv, da gab es keine Hohlräume innen drin. It had 6 different levels.
Er bestand aus 6 verschiedenen Ebenen and it had walkways going up to the top. mit Rampen, die nach oben führten. On the top there was a temple. Oben gab es einen Tempel, That was used for worship. der wurde für Gottesdienste benutzt. And that temple on the top of this tower had a very unusual name. Dieser Tempel oben auf der Spitze des Turmes, der hatte einen sehr ungewöhnlichen Namen. If we translate the name of that temple, it's this: Wenn wir ihn übersetzen, klingt er so: the house or temple which lifts up its head to heaven. Das Haus oder der Tempel, der sein Haupt zum Himmel emporstreckt. We showed you 1 Moses 11, Wir haben 1. Mose 11 schon den Text gezeigt, the story of the building of the Tower of Babylon, wo die Geschichte des Turmbaus zu Babel berichtet wurde. and how that was their aim, Und genau das war doch ihr Ziel. to build a temple tower up to Babylon, up to heaven, excuse Sie me. wollten einen Tempelturm haben, der sich bis in den Himmel reckt. The plan didn't work, Der Plan ist schiefgegangen and so they had to settle for a temple tower this tall. und so hat es nur für einen Tempelturm in dieser Höhe gereicht. We look at the great Ishtar Gate. Jetzt denken wir an das große Ishtar-Tor. This is the main entrance into the old city from the north. Das ist der Haupteingang in die alte Stadt vom Norden her. This is the way it looks today. So sieht es heute dort aus. You can see how wide this street is. Man sieht, wie breit die Straße ist. The walls are not the way Professor Caldove found them. So hat allerdings der Professor Koldewey die Mauern nicht gefunden. Only the bottom meter or two are original. Nur ungefähr die unteren 1 oder 2 Meter, wie wir sie jetzt auf dem Bild sehen, sind original. The rest has been restored Und der Rest ist wiederhergestellt worden. to give you an idea of what this great wall of this gate was like. Einfach um einen möglichst guten Eindruck zu vermitteln, wie die Mauern tatsächlich ausgesehen haben. On the walls there were depictions of animals. Auf den Mauern waren Tiere dargestellt. And here we have 4 of those animals. So haben wir einmal 4 hier. The upper 2 are bulls. Die oberen beiden sind Bullen. The bottom 2 are dragons. Unten sind Drachen. The Babylonians did not depict these animals just because they loved animals. Die Babylonier haben nicht diese Tiere an die Wand dort gebracht, weil sie tierlieb waren, This is Babylonian theology. sondern da steckt babylonische Theologie dahinter. As you walked in this entryway to the gate, Denn wenn man jetzt so in die Stadt hineinging, you would pass these animals. dann musste man an diesen Tieren vorbei. The animals faced towards you. Und die Tiere liefen einem gewissermaßen entgegen. And the Babylonian conception was this. Die babylonische Vorstellung ging so. They thought of the gods as riding on the backs of these animals. Sie dachten sich ihre Götter als auf diesen Tieren reitend. The bull, which we see at the top, they thought carried the storm god Hadad. Oben auf den Bullen stellten sie sich ihren Sturmgott Hadad reitend vor. The dragon that we see at the bottom carried the god Marduk. Und unten auf dem Drachen ritt Marduk. We'll take a closer look at that dragon. Gehen wir noch ein Stückchen näher ran an diesen Drachen. Not a very pretty animal. Nicht sehr hübsch, das Tier. Actually, a composite, a mix of several animals. Es ist eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Tieren. He has the head of a serpent. Er hat den Kopf einer Schlange. His body has the scales of a fish. Der Körper ist mit Fischschuppen bedeckt. His tail is the tail of a scorpion. Der Schwanz ist der eines Skorpions. And his feet are the claws of an eagle. Und die Füße sind Adlerkrallen. So this is a combination beast, Das ist also ein Mischwesen. which makes him a special beast. Das macht es zu etwas Besonderem. The Babylonians had a name for him. Die Babylonier hatten auch einen Namen dafür. His name was the Sarush. Es war das Sirush. And the Sarush was supposed to have carried the god Marduk on his back. Und das dachte man als ein Wesen, das den Gott Marduk trug. Now these are reconstructions, Das sind Rekonstruktionen. but the originals you may have seen in Berlin. Vielleicht haben Sie die Originale in Berlin schon gesehen. Professor Caldeve shipped all these materials back to Berlin, Denn Koldewey hat sehr viel Material nach Berlin zurückgeschickt. and the entryway has been reconstructed there in the Vorderasiatischen Museum. Und so hat man im Vorderasiatischen Museum einen Teil wiederhergestellt und wieder aufgebaut. You can see the beautiful colored enameled bricks, Man sieht die sehr schönen lasierten Ziegel. and you can see the different animals. Auch die verschiedenen Tiere kann man gut erkennen. They face toward you, Sie schauen einen an, just like they did in ancient Babylon. so wie auch in Babylon. And so you would walk towards the gate, Und wenn man jetzt dem Ishtar-Tor entgegenlief, which you can see in the second room.
Das sieht man im zweiten Raum da hinten. This is an artist's depiction of that gate. Und hier haben wir die Darstellung, wie ein Künstler sich es vorgestellt hat. On the street in the bottom of the picture, Unten die Straße am unteren Bildrand. the king and his army is coming back Da from a sieht man, campaign. wie der König mit seinen Gefolgsleuten einmarschiert. The animals were depicted on the walls along that entryway. Und auf der Mauer sieht man, wie die Tiere dargestellt sind. Then there is the outer gate Man hat das äußere Tor and the inner gate. und das innere. And the outer gate has been reconstructed in the Berlin Museum. Das äußere Tor ist wiederhergestellt worden im Pergamonmuseum in Berlin. When you pass through the gate, you come into the city. Wenn man durch das Tor geht, kommt man dann in die Stadt. And as you pass down this main highway, you see some trees on the right. Wenn man jetzt auf dieser Hauptstraße entlang geht, sieht man rechts Bäume. That's the artist's creation of what he thinks the hanging gardens of Babylon looked like. So hat der Künstler sich die hängenden Garten der Semiramis vorgestellt. The hanging gardens of Babylon were considered one of the 7 wonders of the ancient world. Diese hängenden Gärten von Babylon sind als eines der 7 Weltwunder betrachtet worden. The story of their construction is rather interesting. Ihre Geschichte, die Entstehungsgeschichte ist recht interessant. Nebuchadnezzar married a wife from the mountains of Persia. Und zwar hat Nebukadnezar eine Frau aus den Bergen Persiens geheiratet. She came from the northern part of Persia that's called Media. Und zwar kam sie aus Nordpersien, einem Bereich, den man Medien nennt. Now, when she came down to Babylon, she was very homesick. Und als sie nun nach Babylon zog, hatte sie viel Heimweh. This land is very flat. Denn das ist eine ausgesprochen flache Gegend. No mountains Keine Berge and only date trees. und nur Dattelbäume. In order to comfort her, Und damit sie ein bisschen getröstet wird, Nebuchadnezzar had trees from the mountains and many parts of the world shipped in. hat Nebukadnezar Bäume aus ihren Bergen und aus verschiedenen Teilen der Welt herbeibringen lassen. So this famous garden was built for his wife from the country of Media. So wurde also dieser berühmte Garten für seine Frau aus Medien eingerichtet. And that's what you see on the right-hand side of the main highway down through Babylon. Das ist auf der rechten Seite also zu sehen von der Hauptstraße, die durch Babylon führt. On beyond that, you see the temple tower. Und dann etwas weiter hinten, oben rechts im Bild, sieht man den Tempelturm. And beyond that, which we cannot see in the painting, is the temple of Marduk. Und dahinter noch, das können wir jetzt im Bilde nicht sehen, ist der Marduk-Tempel gelegen. These paintings are rather accurate to the archaeological findings. Diese Zeichnungen sind ziemlich akkurat im Blick auf das, was die Archäologen gefunden haben. So they give us an accurate representation of what ancient Babylon was like. So können wir uns ganz gut vorstellen, wie es im alten Babylon aussah. Here's the outer part of the Ishtar Gate, Hier haben wir den äußeren Teil des Ishtar-Tores, also in the Berlin Museum. auch im Museum in Berlin. And you can see the bulls on the lower level, Unten sieht man die Bullen and you can see the dragons on the upper level, und eine Etage höher dann die Drachen and then more bulls above that. und dann oben nochmal Bullen. These animals are approximately 2 meters long, Diese Tiere sind ungefähr 2 Meter lang. and we have some examples of that. Now we come to a king of Babylon. Jetzt wollen wir uns kurz mit einem König aus Babylon befassen, His name is Merodach Baladan. mit Namen Merodach Baladan. He's mentioned in the second book of Kings in chapter 20. Er wird im zweiten Buch Könige des Alten Testamentes im Kapitel 20 erwähnt. Hezekiah of Judah was sick. Hiskia, König von Juda, war krank The Babylonian king sent messengers to him und der babylonische König hat ihm Boten gesandt and gifts. und Geschenke. Hezekiah recovered. Hiskia hat sich dann wieder erholt. And when the Babylonian ambassadors came, he did something wrong. Als die babylonischen Botschafter kamen, machte er einen Fehler. He showed them all the treasures of Judah, Er zeigte ihnen seine ganzen Schätze. all the treasures in the temple of Jerusalem. Alles, was im Tempel von Jerusalem an Schätzen lag. They took news of this back to Babylon. Und diese Informationen haben sie mit nach Babylon genommen. A century later, Nebuchadnezzar came to get those treasures. Und ein Jahrhundert später kam dann Nebukadnezar, um sich die Schätze abzuholen. He actually conquered Jerusalem 3 times. Er ist 3-mal in Jerusalem einmarschiert. Once in the year 605, Einmal im Jahr 605, once in the year 597, das nächste Mal im Jahre 597 and he finally destroyed it and leveled it to the ground in 586. und schließlich hat er es im Jahre 586 zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Well, here's the lion of Babylon. Hier haben wir den babylonischen Löwen.
And they think of the goddess Ishtar riding on his back. Und da muss man sich immer den Gott oder die Göttin vorstellen. Hier Ishtar, die auf seinem Rücken reitet. You can see the beautiful colored bricks that made this. Man sieht die sehr schönen gefärbten Ziegel. Most of these colored bricks are original. Die meisten von ihnen hier im Bild sind original. They were shipped from Babylon back to Berlin. Sie wurden von Babylon nach Berlin gesandt. And this lion is about 2 meters long. Und auch dieser Löwe ungefähr 2 Meter groß. Here's a close-up of one of the bulls. Hier ein Bild eines dieser Bullen. Again, you can see the beautiful colored bricks they used. Auch hier noch einmal die schönen Farben, die gut zur Geltung kommen. And they thought of the storm god Hadad as riding on the back of this Und bull. da, wie gesagt, dachte man sich den Sturmgott Hadad oben aufreiten. So as you entered the city of Babylon, Wenn man also in die Stadt Babylon hineinkam, you were met by these animals, kamen einem diese Tiere gewissermaßen entgegen. and you were also met by the gods who were thought of as riding on their backs. Und natürlich quasi auch deren Götter, von denen man dachte, dass sie auf ihnen sitzen. This was to impress you with the greatness and the might and the power of Babylon. Das Ziel des Ganzen war, die Leute, die dahin kamen, zu beeindrucken von der großen Macht Babylons. It's art in the service of politics. Das war alles Kunst im Dienste der Politik. This beautiful enameled brick wall is on the palace. Diese glasierten Ziegel stammen von der Palastwand. This is not the gate. Es ist nicht vom Tor. As you go through the gate and you turn right, you are in the palace area. Denn wenn man durch das Tor kommt und dann nach rechts geht, kommt man in den Palastbereich. It was a very Mediterranean-style layout of buildings. Die Art der Häuser war, wie man am Mittelmeer das etwa hat. There was an open central courtyard. Es gab einen Innenhof, The residence buildings of the king on the north side, die Wohngebäude des Königs im Nordteil and the audience chamber of the king on the south side of that square. und der Audienzsaal dann im Südbereich. And these enameled bricks came from the outside wall of the audience chamber. Diese glasierten Ziegel stammen von der Außenmauer des Audienzsaales des Königs. You'll notice the lions across the bottom Auch unten wieder die Löwen and the kind of tree of life art pattern of the rest of the picture. und dann eine symbolische Darstellung wie Lebensbäume in der Mitte. Again with these beautiful colored bricks. Auch eben diese schönen glasierten Ziegel. They were a religious people. Es waren gläubige Leute, die Babylonier. They had 300 gods, Sie hatten 300 Götter and they had these 12 major temples in the city. mit 12 Haupttempeln in der Stadt. You can see the general layout of this temple. Hier ist einmal ein Grundriss eines Tempels. The temple plans change from place to place. Die Grundrisse wechseln etwas, je nachdem, in welchem Tempel man ist. This one has a rather standard pattern. Das ist hier mehr standardmäßig. You have the courtyard, Da ist ein Haupthof. you have the, let us call it the holy place, Dann sagen wir mal das Heilige and then the most holy place at the very bottom. und das Allerheiligste dann am unteren Rand. In the most holy place, you have the platform on which the idol of the god stood, Und im Allerheiligsten war die Plattform, wo das Götzenbild stand. and the rooms around the side were for the priests and for storage of equipment of the Und temple. die Außenräume waren für die Priester und als Lagerräume gedacht. This particular temple was for the goddess Ninmah. Dieser Tempel war für die Göttin Ninmah. She was the birth goddess. Sie war die Geburtsgöttin. You wanted to make sure that you had a safe delivery of your baby. Wer sicherstellen wollte, dass die Geburt gut geht, A woman would go to worship in this temple. da würde eine Frau vorher zu diesem Tempel gehen. Here's another temple. Ein anderer Grundriss eines Tempels, You can see this one is more square. mehr quadratisch. And where the numbers are the inner part of the shrine. Und wo die Zahlen sind, das ist also da, wo der Schrein ist. We don't know what god this temple belonged to. Bei diesem Tempel wissen wir nicht, welchem Gott er zugeeignet war, They found no inscriptions in this building. weil da überhaupt keine Inschriften waren. But it shows you another type of temple building. Aber es ist eben eine andere Art von Tempelgebäude. Here's one that's similar to the first one. Hier wieder ein anderer, der dem ersten ähnelt. You see the courtyard, Wir haben den Hof, the outer chapel, die äußere Kapelle and the inner shrine. und dann den inneren Schrein. And there you have the platform on which the idol of the god stood. Und dann auch da wieder die Plattform, wo die Götterdarstellung ruhte. And the storage rooms for the priests around the side. Und außen herum dann die Lagerräume für Priester und deren Material. This is an interesting temple. Das finde ich einen sehr interessanten Tempel hier, It was for a family. denn der war quasi für eine Familie. 3 members in the family. 3 Familienmitglieder. Each one had their own inner shrine. Jeder hatte sein eigenes Allerheiligstes. So where you see numbers 4, 5, and 6,
wo die Nummern 4, 5 und 6 zu sehen sind. There were a little platform in each one of those rooms. Da gab es in jedem dieser Räume eine kleine Plattform. And the idol of God stood on each one of those 3 platforms. Auf jeder stand dann ein Götterbild. The mother God was on one, Muttergott auf dem einen, Father God was on another, Gott Vater auf dem anderen and the son of the divine parents was on the third. und dann der Gottessohn, Kind dieser beiden, war dann auf So der these dritten. are family quarters for the gods. Also eine Familiengottheit könnte man fast sagen. Now here's the big one. Und hier ein großer Tempel, This is very large. sehr groß. You can see the measurement is 100 meters. Unten sehen wir die Skala, 100 Meter. So this temple is almost 200 meters long Das bedeutet, dass dieser Tempel fast 200 Meter lang ist and 100 meters wide on one side and 150 meters wide on the other side. und etwa 100 Meter tief auf der einen Seite und 150 auf der anderen. This is the temple of the great god of Babylon. Das ist der Tempel des großen Gottes von Babylon. His name was Marduk. Er hieß Marduk. And he had the inner shrine where the letter C is located. Wo der Buchstabe C ist, dort war das Allerheiligste für diesen Gott. Now, what are all the other rooms for? Wofür waren die anderen Räume? They're for visiting gods. Für göttliche Besucher. They had the spring festival, the spring New Year's festival in what we would call about early April. Und zwar hatten sie eine Art Neujahrsfest, wo wir sagen würden Anfang April. It basically was a fertility festival Es war im Grunde ein Fruchtbarkeitsfest, when the worship and prayers were for fertility of the land for the next agricultural season. die Gottesdienste und Gebete richteten sich darauf, dass die nächste Saison fruchtbar sein möge, das Land reichlich Frucht tragen soll. And in order to ensure that fertility of the crops, they brought all the gods of the other cities in to this temple. Und um dies zu erreichen, brachte man die Götter aller anderen Städte in diesen Tempel. Each god had a boat, and they rowed down the Euphrates River and came to the city. Jeder Gott kam in ein Boot und dann fuhr man diese Boote auf dem Euphrat entlang, bis man in Babylon ankam. Then in procession, they would march into this temple, Und dann wurden sie in einer Prozession jeweils in diesen Tempel gebracht. and they would stay there for 7 or 10 days Und dann blieben sie dort für 7 Tage oder 10 while the New Year's festival went on. und das Neujahrsfest ging weiter. And each god would stay in one of these rooms on the side. Und so hatte jeder Gott seinen Raum. Now we have here the archaeologist's top plan of the temple. Das, was wir hier sehen, ist der Grundriss vom Archäologen. And you'll notice it's blank on the right side. Aber auf der rechten Seite sehen wir, dass da nicht viel eingetragen ist. That's because that part of the temple has not been excavated. Der Grund liegt darin, dass dieser Teil des Tempels noch nicht ausgegraben wurde. The problem is the water table is so high. Der Grund liegt darin, oder das Problem, dass der Grundwasserspiegel so hoch It would ist. be very expensive to pump all that water out Und es to würde sehr, excavate the other side of the temple. Würde sehr, sehr teuer werden, wenn man das ganze Wasser abpumpen müsste, um auch diesen Bereich des Tempels auszugraben. So this is the main central temple of the city of Babylon. Das ist also der Hauptzentraltempel in Babylon. It's located just south of that great temple tower. Liegt gerade südlich von dem großen Tempelturm. And the god who was worshipped there looks like this. Der Gott, der dort angebetet wurde, sieht so aus. This is the god Marduk. Das ist Marduk. You could see his dragon below his feet. Man sieht den Drachen an seinen Füßen ruhen. He's supposed to be riding on his back. Er wird gedacht als auf seinem Rücken reitend. You'll see that he has his lighter uniform and his heavier uniform. Man sieht in den beiden Darstellungen, dass er eine leichtere Kleidung trägt und rechts eine schwerere. In both cases, he had a beard. In beiden Fällen trägt er Bart, He has a round hat. einen runden Hut, The round hat has feathers on it. aus dem Federn ragen, And he has the symbol of his godship in his left hand. und das Symbol seines Gottseins trägt er in der linken Hand. And the symbol of the kingship of the gods in his right hand. Und das Symbol des Königtums trägt er in der rechten Hand. And the garment on the left has flounces, Links strings das hanging down from das- the different sections of the garment. Gewand links hat gewissermaßen eine Art Kordeln hängen, jeweils in den verschiedenen Bereichen des Kleidungsstückes. The one on the right, it shows him with his these large round metal objects in front of him. Die rechte Darstellung zeigt ihn mit großen, runden Metallobjekten, die von ihm herabhängen. This is his more formal official wear. Das ist mehr die formelle, offizielle Kleidung. Well, he doesn't look very much like I would want to worship him. Er sieht nicht für mich so einladend aus, dass ich ihn jetzt anbeten wollte. He had a statue in his temple.
Er war als Statue im Tempel The dargestellt. statue was 2.5 meters high. Die war 2,5 Meter hoch, It was covered with gold. mit Gold bedeckt. And the Persian king Xerxes finally melted that statue down. Der persische König Xerxes hat sie eingeschmolzen. And that was the end of Marduk, Und das war dann das Ende von Marduk. the end of the chief god of Babylon. Damit war das Ende des Hauptgottes von Babylon The gekommen. city of Babylon was not destroyed when the Persians conquered it. Die Stadt Babylon wurde nicht zerstört, als die Perser sie eingenommen haben, They incorporated into the Persian Empire. sondern sie haben sie in das persische Reich mit eingebaut. It became one of the capitals of the Persian Empire. Sie wurde eine Art Unterhauptstadt im persischen Königreich. There were 3 capitals, Sie hatten 3 Hauptstädte, one at Persepolis eine in Persepolis, and one at Pasargadae die andere war in Pasargadae and the one here at Babylon. und die andere war eben Babylon. Now this is the one they used in the winter. Die babylonische wurde im Winter benutzt. When it's cold in the mountains, they would come down to the Babylonian capital. Wenn es in den Bergen kalt wurde, zogen sie nach Babylon. But it's very hot there in the summer. Im Sommer aber ist es da sehr heiß. It's the hottest place I've ever been in my life. Das ist der heißeste Ort, an dem ich in meinem ganzen Leben je gewesen bin. I've only been there once, Ich bin nur einmal dort gewesen, quite a few years ago. vor einigen Jahren. As I got out of the plane Als ich aus dem Flugzeug stieg and started to walk away from the plane, I felt this blast of heat. und ich vom Flugzeug weglief, da kam mir die Hitze wie eine Welle entgegen. I said to myself, why don't they turn off the jet engines? Ich habe zu mir gesagt, warum schalten die denn nicht die Düsen ab vom Flugzeug? Then I walked farther away from the plane and I saw that was not the jet engines. Und als ich weiter wegkam vom Flugzeug, merkte ich, das sind gar nicht die Düsen, die Triebwerke vom Flugzeug. That was just Babylon. Das ist Babylon hier. I can't give you the centigrade reading, Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viel Grad es waren. but in Fahrenheit it was 120 degrees in the shade. Aber in Fahrenheit waren es 120 Grad Fahrenheit im Schatten. That's why the Persian kings went up into the mountains during the summer. Und darum gingen die persischen Könige im Sommer in die Berge. This is a model of the ziggurat. Das ist ein Modell der Zikkurat, This is the temple tower of Babylon. des Tempelturms von Babylon. We know what it looked like because of a tablet that described it. Wir wissen, wie es aussah, weil wir eine Keilschrifttafel gefunden haben, die ihn beschreibt. You can see that it has 6 levels. Wir sehen 6 verschiedene Ebenen. It's solid inside. There are no rooms on the lower levels. Wie schon gesagt, innen massiv. But these levels in the original were also colored bricks. Im Original sind diese verschiedenen Ebenen auch farblich abgesetzt. And the text tells us of the different colors for each level. Und im Keilschrifttext lesen wir, welche Farbe wo war. I don't remember the exact order. Ich kann sie jetzt nicht genau, die Reihenfolge nicht genau But let's wiedergeben. say it was black on the bottom, Aber sagen wir mal, unten war es schwarz, white on the next level, dann weiß, green on the next level, vielleicht grün, nächste Ebene, blue next, nächste Etage blau, red next, dann rot and yellow. und dann vielleicht gelb. You can imagine what this original building looked like. Man kann sich vorstellen, wie das im Original aussah. And there on top is the temple itself, Und dann ganz oben der Tempel, as it sits on top of this artificial mountain. der also ganz oben auf der Spitze des künstlichen Berges And from thront. that point of worship, you could look over the whole city of Babylon. Von da aus hatte man eine hervorragende Übersicht über die ganze Stadt von Babylon. This is a model which is in the city of Chicago today, Dieses Modell kann man in Chicago bewundern, at the University of Chicago's Oriental Institute. und zwar im Orientalischen Institut der Universität von Chicago. So the model has been made accurate to scale and size. Da hat man sich also sehr bemüht, genau zu arbeiten, genau nach den Maßen. Well, here's what one of these ziggurats looked like. Eines dieser Zikkurate, die man in Mesopotamien findet, hat man so gefunden. This is not the ziggurat of Ur. I'm sorry, this is not the ziggurat of Babylon. Das ist nicht die Zikkurat von Babylon, It's the ziggurat at Ur, sondern von Ur. which is 150 miles farther south. Das liegt ungefähr 100 Kilometer weiter südlich This is what it looked like in 1929. oder 200 Kilometer. So sah es 1929 aus. An English archaeologist was working here at the time. Da hat gerade ein englischer Archäologe gearbeitet. Since that time, the Department of Antiquities has restored this ziggurat. Und seither ist also weiter daran gearbeitet worden, das wiederherzustellen. And with the restored one, you can see what one of these really looked like in the original. Und so kann man recht gut sehen, wie es im Original ausgesehen hat. Now, this one was not for Marduk. Dieser Bau hier war nicht für Marduk, This was for the moon god. sondern für den Mondgott. His name was Sin. Der Mondgott hieß Sin. He was the chief god of the city of Ur. Er war der Hauptgott der Stadt Ur. And this was his temple tower. Das war also sein Tempelturm.
Well, we look at some personalities in Babylon. Betrachten wir noch einige Persönlichkeiten, mit denen man in Babylon umging. This is a very famous one. Hier eine sehr bekannte Persönlichkeit. You may have heard of Nebuchadnezzar, Vielleicht haben Sie den Namen Nebukadnezar schon mal gehört. and you may also have heard of Hammurabi. Und auch Hammurabi. Hammurabi lived 1200 years before Nebuchadnezzar, Hammurabi lebte 1200 Jahre vor Nebukadnezar, about 1800 BC. ungefähr 1800 vor Christus. And the man standing on the left is a depiction of Hammurabi. Links auf dem Bild sehen wir Hammurabi The person seated on the right is a god. und rechts ein Gott, He's a sun god. ein Sonnengott. The sun god was the god of justice. Der Sonnengott war der Gott der Gerechtigkeit. And the thinking in this was like this. Und der Gedanke dahinter ist folgender. When the sun goes down at sunset, Wenn die Sonne untergeht, the sun was to go through the underworld, dann muss sie ja durch die Unterwelt durch and then it came up again. und kommt dann wieder hoch. And while it was in the underworld, Und während sie in der Unterwelt ist, this god Shamash held court hielt der Gott Shamash Gericht and proclaimed his laws und gab seine Gesetze bekannt and decided his law cases. und entschied eben, wer Recht und wer nicht Recht getan hat. So Shamash is the sun god and the god of justice. Und so ist also dieser Shamash der Sonnengott und der Gott der Gerechtigkeit. Hammurabi is praying to him, Hammurabi betet ihn gerade an and Shamash is giving to him the insignia of rule. und Shamash überreicht ihm die Herrschaftsinsignien. Now this is just the top of a carved stone. Das ist der Oberteil einer Säule. And the rest of the stone, which is about another meter and a half, Und diese Säule, der Rest von ihr ungefähr 1,5 Meter, has all the laws of Hammurabi. trägt auf sich die ganzen Gesetze des Hammurabi beschriftet. If a person steals a sheep, he has to pay so many shekels of silver, Wenn jemand also ein Schaf stiehlt, muss er so viel Silberscheckel Strafe zahlen and so on and so forth. und so weiter und so fort. And so there's about 200 of these laws that extend down this black stone pillar. Und auf dieser schwarzen Säule sind ungefähr 200 solcher Gesetze dargestellt. Strange to say, this stone was not found in Babylon. Interessanterweise wurde dieser Stein nicht in Babylon It was gefunden, found in Persia. sondern in Persien. When the Persian kings conquered the city, Als die persischen Könige die Stadt eroberten, they took this stone back to the city of Shushan, haben sie diese Säule mitgenommen in die Stadt Susa. also known as Susa. It's in the province of Elam of the Persian Empire. In einer Provinz des Persischen Reiches. So this is Hammurabi, and this is his law code. So haben wir also Hammurabi mit seinem Gesetz. Earlier we mentioned Merodach Baladan, Wir haben vorhin schon Merodach Baladan erwähnt. the king who sent an embassy to Hezekiah. Das in war der Jerusalem. König, der einen Boten zu Hiskia gesandt hat. Here he is on the right, Den haben wir jetzt hier rechts dargestellt one of his officials on the left. und einen seiner offiziellen Mitarbeiter auf der linken Seite. And notice the symbol of Marduk on the left and on the right at the top of this stela. Ganz oben sehen wir die Symbole des Marduk, rechts und links in der Darstellung. So here we have a picture of a figure who shows up in the biblical text. So haben wir also eine Person hier in der Ausgrabung dargestellt, die auch in biblischen Texten vorkommt. 2 Kings chapter 20. Wir haben es in 2. Könige 20 gelesen. Now in Daniel chapter 4, In Daniel Kapitel 4 it gives a description of Nebuchadnezzar. bekommen wir Nebukadnezar beschrieben. He's standing on the roof of his palace, Und zwar wird dort von ihm erzählt, wie er auf dem Dach seines Palastes steht and he looks over the great city, und seine große Stadt überschaut and he says, "Is this not great Babylon which I have built?" und sagt, das ist doch das große Babylon, das ich gebaut habe. You can prove that very easily. Das kann man sehr gut beweisen, This is a stamped brick of Nebuchadnezzar. denn das ist ein Ziegel, der einen Stempel von Nebukadnezar trägt. There are thousands and thousands and thousands of these bricks. Von diesen Ziegeln gibt es Abertausende. Many or most of them in broken condition, Viele davon sind kaputt, but this one happens to be in fairly good shape. aber der ist ziemlich gut erhalten. And it has the stamp of Nebuchadnezzar on the brick. Man findet also den Stempel von Nebukadnezar auf diesem Ziegel. The kingdom of Babylon that Nebuchadnezzar ruled lasted for only 70 years. Das Königreich Babylon bestand nur 70 Jahre. He ruled it for 43 years. Er selber hat es 43 Jahre regiert. He's the one who conquered its empire. Er hat es überhaupt geschafft, dass es zu seinem Reich gehörte. He's the one that expanded the city of Babylon so greatly. Und er hat die Stadt Babylon so erweitert, so stark So erweitert. there are several different lines of evidence about the Nebuchadnezzar building Babylon.
So gibt es eine ganze Menge von Beweisen und Hinweisen, dass Nebukadnezar Babylon tatsächlich gebaut hat. And we also have a text which tells about his conquest of Jerusalem. Wir haben im Alten Testament auch einen Text, der uns zeigt, dass er Jerusalem eingenommen hat. Here's the text. It's in the British Museum. Wir haben aber auch einen Text auf einer Keilschrifttafel, den wir im Britischen Museum finden. There was a man named L.W. King who was studying these tablets. Und zwar gab es einen Mann namens L.W. King, der diese Keilschrifttafel untersucht hat. He published one volume of these texts. Er hat einen Band von diesen Texten herausgegeben. The title of volume 1 was this: Und zwar nannte er diesen Band so: Chronicles of the Early Chaldean Kings. Chronik der frühen chaldäischen Könige. And then he died, Und dann starb er, 1914. und zwar im Jahre 1914. And he had another line of tablets left on his desk. Er hatte eine weitere Reihe von Keilschrifttafeln auf seinem Schreibtisch zurückgelassen. 50 years later, another Assyriologist was walking by that desk. 50 Jahre später kommt ein anderer Assyriologe an diesem Schreibtisch vorbei And he said to himself, und sagte sich: I wonder what Professor King was studying. Ich frage mich, woran der Professor King gerade untersucht und forschte. So he took a look at these tablets, Und so nahm er die Tafeln in die Hand and it was the Royal Chronicles of Nebuchadnezzar. und da hatte er die Geschichte von König Nebukadnezar. And this particular tablet tells of his conquest of Jerusalem the second time. Und gerade diese Keilschrifttafel berichtet von der zweiten Eroberung des Königs Nebukadnezar, die er in Jerusalem getan hat. It happened in 597 BC. Das ist geschehen 597 vor Christus. And the text even gives us a precise date. Und der Text nennt sogar das genaue Datum. It says the city surrendered to Nebuchadnezzar on the second day of the Babylonian month of Adar. Und zwar heißt es dort, dass die Stadt kapitulierte am zweiten Tag des Monats Adar, des babylonischen We Monats. have tables that we can make equivalents for our calendar. Nun haben wir Tabellen, wo wir Entsprechungen zu unseren Kalendern herstellen können. And that date is March 16, 597 BC. Und wir können heute sagen, dass das der 16. März 597 vor Christus war. That's the precise day on which Nebuchadnezzar conquered the city of Jerusalem the second time. So haben wir also das genaue Datum, wann Nebukadnezar die Stadt Jerusalem erobert hat. So here this text sat there collecting dust for 50 years. Nun, so lag also dieser Text auf dem Schreibtisch 50 Jahre unberührt. And finally it came to light. Und plötzlich kam er ans Licht And when it came to light, it shed light not only on Babylon, but also on the Bible. und warf sein Licht jetzt nicht nur auf Babylon, sondern zur gleichen Zeit auch auf die Bibel. So this is the story of his conquest of Jerusalem. So haben wir hier also den Bericht der Eroberung Jerusalems, jetzt wieder aus dem Alten Testament. Jehoiakim was the king at the time, Zu der Zeit war Joachim König. and he was taken into captivity. Er wurde als Gefangener nach Babylon gebracht. There are some tablets in the Berlin Museum Und wir haben im Museum in Berlin einige Tafeln, that relate to the rations of food which were given to this king of Judah. die genau darstellen, wie viel Nahrungsmittel dieser König von Juda als Gefangener in Babylon bekam. An Assyriologist named Weidner published those tablets. Ein Assyriologe namens Weidner hat diese Texte veröffentlicht. The ration tablets of Jehoiakim. Die Tafeln der Rationen, die Joachim bekam. This is called a clay barrel, Das nennen wir einen Tonzylinder and it comes from the time of Cyrus. aus der Zeit des Kyros. And it tells the story of how the Persians conquered Babylon. Er berichtet davon, wie die Perser Babylon erobert haben. It doesn't tell all the details, Er bringt nicht die ganzen Einzelheiten, but it tells Cyrus' view of what happened. aber er stellt die Sicht, die der König Kyros hatte, dar. He says, Marduk, the god of Babylon, was angry at his ruler. Er sagte, der Gott Marduk war ärgerlich, wütend auf den König, der in Babylon regierte. So he called me Und darum hat er mich gerufen, to make the situation right. um die Situation wieder zurechtzubringen. And as I marched with my troops, Und während ich mit meinen Truppen entlang marschierte, Marduk marched at my side. stand Marduk an meiner Seite. And Marduk gave the city of Babylon into my hands Und Marduk hat mir die Stadt Babylon übergeben, because of the bad ruler that he had there before. wegen des schlechten Königs, der zu der Zeit regierte. The people of Babylon welcomed me into the city. Und die Einwohner Babylons hießen mich willkommen.
They threw palm branches in my path as I entered the gate. Sie haben mir Palmzweige auf die Straße gelegt, als ich einschritt, They welcomed me as a deliverer. und haben mich als Befreier begrüßt. And so we have the same story in the Bible, In der Bibel ist der gleiche Vorgang berichtet, in the book of Ezra, und zwar im Prinzip jedenfalls, und zwar im Buch Esra. and it goes on to tell us about how Cyrus gave a decree that the Jews could go back to Judah. Und dort finden wir dann auch den Hinweis, dass dieser Kyros den Befehl ausgab, dass die Juden wieder zurück in ihr Heimatland kehren konnten. Now I'm going to give you a little puzzle. Jetzt eine Art Rätsel. What do you see? Was sehen Sie hier? Well, I see a lion. Ich sehe einen Löwen. They call this the Lion of Babylon, the Lion of Babylon. Und zwar nennt man diese Darstellung den Löwen von Babylon. Notice the black stone out of which this is carved. Beachten Sie bitte, es ist schwarzer Stein. That stone is not native to Babylon. Dieser Stein wird nicht dort gefunden, wo man in Babylon suchen würde, It was brought from some other place. sondern der ist importiert. And historians say, well, maybe the Babylonian troops picked this up on one of their campaigns. Und die Historiker sagen, naja, könnte sein, dass die babylonischen Truppen es bei einem ihrer Feldzüge irgendwoher mitgebracht haben. It's very unusual. Es ist eine ganz ungewöhnliche Darstellung. If you look carefully, you'll see a man underneath the paws of the lion. Denn wenn man genau hinschaut, sieht man einen Mann unter den Pranken des Löwen liegen. Now, the lion does not appear to be attacking the man. Und es sieht aber so aus, als ob der Löwe den Mann nicht angreift, The lion appears to be standing over the man to protect him. sondern eher so, als ob der Löwe über dem Mann steht, um ihn zu schützen. Now, there's an interesting story in the book of Daniel. Es gibt im Buch Daniel eine interessante Geschichte. It's about Daniel in the lion's den. Und zwar diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube. The jealous officials tricked him and put him down in the lion's den. Die neidischen Regierungsleute hatten dem Daniel eine Falle gestellt und dafür gesorgt, dass er in die Grube zu den Löwen geworfen wird. But he survived the night there. Aber er hat die Nacht dort überlebt. And the king then brings him up out of the lion's den the next Und morning. der König holt ihn am nächsten Morgen dort wieder raus. Now, we really don't know what this is from Wir wissen nicht wirklich, was hier genau dargestellt ist, because there's no inscription. denn es gibt keine Inschrift. There's no inscription on the base. Nicht keine unten, There's no inscription on the man. auch nichts auf dem Mann There's no inscription on the lion. und auch auf dem Löwen steht nichts. So it leaves it open with a question mark. So ist einfach ein großes Fragezeichen für uns So jetzt an dieser I'll Stelle. let you think about it. Sie mögen darüber nachdenken. Is this Daniel Ist es Daniel and the lion protecting him? und ein Löwe, der ihn schützt? Or is it something else? Oder ist es etwas anderes? Well, we'll leave that as a question. Lassen wir es als Frage offen. But what is not a question Was aber keine Frage ist, is the outline of history that Daniel gave to the king. ist der Geschichtsentwurf, den Daniel seinem König gab. Nebuchadnezzar had a dream. Denn der König Nebukadnezar hatte einen Traum Daniel interpreted the dream for him. und Daniel hat ihm den erläutert. The dream was not very good news for Nebuchadnezzar. Das war kein sehr schöner Traum für Nebukadnezar, Nebuchadnezzar saw this great image with 4 different kinds of metal. denn er sah eine Figur mit 4 verschiedenen Metallen. And Daniel says, "You are the head of gold." Und Daniel sagte zu ihm, du bist symbolisiert durch diesen goldenen Kopf. Well, that sounds pretty good so far. Klingt gut, soweit. But then he said, Aber dann fuhr er fort, "After you will arise another kingdom inferior to you." nach dir wird ein anderes Königreich kommen, das geringer ist als deines. That's not good news. Das ist keine gute Nachricht, Nebuchadnezzar wanted his kingdom to stand forever. denn Nebukadnezar wollte, dass sein Königreich für immer bestehen bleibt. And after the silver kingdom, which represented the Persians, Und nach diesem Silber kam das für die Perser stand, then comes the bronze of the belly, and that represents Greece. kommt der Bronzeteil, der so um die Hüften geht, der steht für Griechenland. And the iron represents Rome. Und dann das Eisen steht für Rom, That's the legs. die Beine also. And then the feet are of iron mixed with clay. Und dann die Füße sind ein Gemisch aus Eisen und Ton. And that's divided Europe. Das ist das geteilte Europa. It was divided first by the barbarian tribes, Zunächst unterteilt durch die verschiedenen barbarischen Stämme and today it's divided by the modern nations of Europe. und heute haben wir die verschiedenen Nationen in Europa. But Daniel gave the king one more step. Und Daniel sagt aber dem König gab ihm noch eine weitere Information. He says there's going to be a stone that's going to strike the image and turn the whole image into Er sagt, refuse that blows away. es wird ein Stein kommen, der das Bild an den Füßen trifft und es wird in alle Winde zerstört.